In der Elrit-Kollektion und am Markt existieren die unterschiedlichsten Karabiner-Verschlusssysteme. Vom einfachen Twist-Lock über den komplexeren Triple-Lock, den klassischen Schraubkarabiner bis hin zum Permalock, einem Schrauber mit zusätzlicher Sicherung. Die breiteste Vielfalt an Modellen jedoch stellen die Karabiner mit Sliderverschluss dar. Das Prinzip des Sliderverschlusses ist ein Schiebeelement, das sich vor die Karabinernase schiebt und so ein versehentliches Öffnen des Karabiners verhindert, gleichzeitig aber in der Bedienung einfach und intuitiv ist. Im Folgenden zeigen wir typische Einsatzszenarien für Karabiner mit Sliderverschluss. Basiskarabiner, wie sie in Expressschlingen zum Einsatz kommen, besitzen in der Regel keine Verschlusssicherung. Wenn eine Expressschlinge ungünstig im Haken bewegt wird, kann es zum Selbstaushänger kommen. Gleichermaßen kann es auch bei ungünstigen Belastungen zum Selbstaushängen des seilseitigen Karabiners kommen. An neuralgischen Zwischensicherungspunkten kann daher eine Expressschlinge, die mit einem oder zwei Sliderkarabinern ausgestattet ist, einen Sicherheitsgewinn schaffen. Durch die einfache Bedienung des Sliderverschlusses lassen sich die Karabiner genau wie Karabiner ohne Verschlusssicherung ein- und aushängen, sowohl auf der Hakenseite als auch auf der Seilseite. Zum Befestigen eines Sicherungsgeräts am Klettergurt ist ein Sliderkarabiner mit einer Verdrehsicherung eine einfache und ausreichend sichere Option, ein versehentliches Aushängen ist ausgeschlossen. Zum Anseilen in der Seilmitte bei einer Gletscherseilschaft stellen zwei gegengleich eingehängte Sliderkarabiner eine leichte, einfache und vor allem extrem sichere Anbindemethode dar. Dasselbe gilt für das Anseilen in einer vorgeknoteten Seilschlaufe beim Toprope-Klettern. Auch für den Selbstsicherungsknoten am Standplatz kann ein Sliderkarabiner verwendet werden. Allerdings muss hier dann darauf geachtet werden, dass keine weiteren Elemente auf die Schnapperseite des Karabiners gehängt werden. Durch die Last des hängenden Kletterers wird der Karabiner in seiner Position fixiert. Kommt es zu einer seitlichen Belastung eines zusätzlichen Elements, kann es zum Selbstaushängen führen. Bei der HMS-Sicherung beispielsweise bietet der Sliderverschluss keine ausreichende Sicherheit. Wird das Bremsseil ungünstig um den Schnapper herumgeführt, kann es ebenfalls zum Selbstaushänger führen.